Hi, ich bin Isa und hinter der Kamera ist Benny und wir sind heute in Sofia in Bulgarien. Um die Stadt ein bisschen besser kennenzulernen, machen wir eine Walking-Tour und ein paar Eindrücke davon zeigen wir euch jetzt. Unsere Walking-Tour hat von dem Justizpalast gestartet. Hier haben wir gleich etwas über das Wappen der Stadt Sofia gelernt, nämlich dass die lateinische Inschrift wächst, aber altert nicht bedeutet. Ein wirklich schönes Motto für eine Stadt. Die Bronzestatue der heiligen Sophia gilt als Beschützerin der Stadt. Ihr Name wurde von der Sophienkirche abgeleitet, die ihr hier seht. Und die war auch für die Stadt namensgebend. Der Löwe, der auch im Wappen der Stadt vorkommt, ist das Wahrzeichen der Bulgaren. Auch die bulgarische Währung Lev heißt Löwe. Deshalb findet man in der ganzen Stadt verteilt zahlreiche Löwenstatuen. Besonders überrascht hat uns auch, dass die Stadt keinen historischen Stadtkern hat, wie viele andere europäische Städte, die wir schon gesehen haben, sondern dass hier moderne Gebäude direkt neben alten historischen Bauten stehen. Die Rotunde des heiligen Georg gilt als das älteste Gebäude in Sofia. Diese Kirche befindet sich im Regierungsviertel und ist relativ versteckt in einer Art von Innenhof. Eines der schönsten Gebäude in der Stadt, das finden zumindest wir, ist das Museum der Geschichte von Sofia. Das findet sich auch mitten im Zentrum, nur ein paar Meter von den anderen Sehenswürdigkeiten entfernt. Das Gebäude ist erst seit 2015 ein Museum und war davor ein städtisches Mineralbad. Davon übrig geblieben ist noch eine kleine Quelle an der rechten Seite der Gebäudefront, an der man das heiße Thermalwasser probieren kann. Ebenfalls mitten im Zentrum der Stadt finden Ausgrabungen statt. Dabei werden die Überreste der antiken Stadt Serdica freigelegt und das Ganze nur wenige Meter neben einer U-Bahn-Station. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und über ein Abo auf unserem Kanal würden wir uns ganz besonders freuen. Aber jetzt zurück nach Sofia. Das Nationaltheater, das ihr hier seht, ist ebenfalls ein tolles Fotomotiv. Es wurde 1906 nach dem Entwurf eines Wiener Architekten fertiggestellt, aber im Laufe der Jahre schon einige Male renoviert. Und last but not least, der letzte Stopp bei unserer Tour ist die Alexander Nevsky-Kathedrale. Das Wahrzeichen der bulgarischen Hauptstadt darf natürlich auch auf keinen Fall fehlen. Die Kathedrale ist mit vielen Details geschmückt, wie Mosaike, Marmor oder zum Beispiel, wie ihr hier seht, die Kuppel der Kathedrale, die ein Dach aus Gold hat. Also unsere Tour ist jetzt zu Ende und wir können sie wirklich nur empfehlen. Wir haben die Free Sofia Tour gemacht und die findet 365 Tage im Jahr bei jedem Wind und jedem Wetter statt. Wir blenden euch den Link dafür unten ein.
Das war's auch schon von uns. Bis zum nächsten Mal.